Hi Leute und schön, dass ihr wieder auf meinen Kanal reinschaut. Heute habe ich für euch eine Bildschirmaufnahme, nämlich es geht diesmal wieder um eine Rechnungssoftware, nämlich von EasyFirma, die EasyFirma 3. Ich habe darüber schon mal ein Video gemacht, nämlich über die vorherige Rechnungssoftware und ich finde die dermaßen praktisch, man muss nicht viel nachdenken, man gibt da einfach seine Zahlen ein, seine Stammdaten und schon erstellt sie euch das. Und für kleine Unternehmen, ihr braucht auch nicht diese ganzen Zusatzsachen, braucht ihr nicht nehmen. Nutzt nur das, was ihr braucht an Bausteinen. Es gibt ja 3 verschiedene Versionen. Die normale, dann gab es die große, war die Ultimativ und die in der Mitte, muss ich jetzt nachschauen, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall schauen wir uns heute mal die EasyFirma 3 an in der kostenlosen Testversion. Die könnt ihr dann 30 Tage lang testen, ob das was für euch ist oder nicht. Und dann entscheiden, kauft ihr es oder kauft ihr es nicht. Ich habe jetzt hier, nicht beachten, ich habe jetzt so einen komischen Hintergrund. Ein neuer PC, EasyFirma 2, hat bei mir rumgezickt. Wollte irgendwie nicht mehr installieren, weil irgendwelche Fehler, Archivfehler war, beziehungsweise wollte nicht mehr aktualisieren und dann habe ich zufällig gesehen, ach, es gibt ja schon die EasyFirma 3, mal schauen uns das einmal an. Gemeinsam, ich habe es jetzt noch nicht aufgemacht, so schaut das Symbol eben aus. Ihr könnt es wieder hin und her ziehen, dann machen wir mal das auf. Also hier habt ihr die Möglichkeit, habt ihr schon eine Lizenz, Vollversion freischalten, wenn nicht, nehmt ihr diese Demo-Lizenz, ist noch 29 Tage jetzt gültig, also sollte ich mich mit meinem Video und nicht schon wieder Zeit verstreichen lassen. Es ist heute schon ein schöner Tag und ich habe direkt Lust, heute was zu machen. Okay, wir haben hier diese Landeseinstellung. Hier können Sie, wir haben den reduzierten Mehrwertsteuersatz 7% und das für 19% und unten haben wir die Währung Euro. Und hier seht ihr, wenn Sie das jetzt anklickt, Österreich, Schweiz und die anderen, da können Sie dann selber was eingeben. Man kann das jetzt hier eben ändern. Seht ihr selber, dann macht ihr Auswahl. Hier könnt ihr reinschreiben, soll denn jetzt das Brutto sein? Soll es jetzt Netto sein? Soll die Kleinunternehmerregelung angewendet werden? Dann hier entweder mit Beispieldaten testen oder ohne. Ich habe jetzt gesehen, liegt es ja da drüber. Ne? Mache ich jetzt nicht mehr. Genau, jetzt hat. Da steht dann drin so eine Erklärung über den ganzen Bildschirm. Was machen wir denn? Brutto oder Netto? Ich glaube, ich mache die Nettopreise rein. Als Kleinunternehmer, ja gut, kann ich nachher immer noch ändern, wenn ich dann die Lizenz wieder nutze. Einfach weiterklicken. So, hier könnt ihr eure Firmendaten reinschreiben. Da kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass letztes Mal das auch so war. Also ihr könnt es hinzumachen, einfach aussuchen oder eben das da entfernen. Wir entfernen das jetzt, weil mein eigenes muss ich jetzt erst nochmal hochladen. Das ist, glaube ich, auf dem Computer noch nicht drauf. Und da steht hier zum Beispiel auch drin, Kopfzeile, Fußzeile und Absender neu erstellen. Da steht jetzt leider keine Erklärung dabei. Ich lasse es mal angeklickt. Ich schreibe jetzt hier mal schnell meine Daten rein. Das da unten brauche ich nicht, halt meine offiziellen Daten, dass die schon mal drin sind. Man kann sie aber, soweit ich weiß, nachträglich wieder ändern. Deswegen ist ja da Kopf- und Fußzeile, weil da steht es ja drin. Ja, cool. Schon mal gute Idee. Dann machen wir weiter und er lädt. Und hier kommt der ganze Pulk, den ich schon aufgemacht habe. Ich habe schon ein bisschen was rumprobiert. Also bei der EasyFirma 3 gibt es 3 verschiedene Versionen, nämlich Standard, Premium und Ultimate. Dann gibt es noch 2 Zusatzmodule, die zeige ich euch einzeln. Also ich werde euch das jetzt nur zeigen und nicht näher so drauf eingehen, weil das muss jeder für sich. Welche Punkte braucht er hier und welche nicht? Ich benutze ja auch nicht alles, was jetzt hier zu sehen ist. Als Grundversion reicht ja die Standard vollkommen für einen Kleinunternehmer. Wir gehen jetzt die einzelnen Punkte ab. Ich zeige euch jetzt erst einmal, wenn ich jetzt alles ausschalte, was in der Standardversion gibt. Nämlich, das sind diese 6 Punkte. Angebot, Rechnung, Kunden, Produkte, Einstellung, Reports. Im Premium habt ihr dann schon 10 Punkte. Im Premium habt ihr dann 10 Punkte, es kommen Briefe dazu, Gutschriften, Lieferscheine, Auftragsbestätigung. Und bei Ultimate habt ihr ganze 16 Module. Da kommen jetzt zum Beispiel hier Bestellung, Wareneingang, ohne Aufträge, Ausgaben, dazu Verträge, Mahnungen. Dann gibt es dann noch ein Zusatzmodul, ist Plus. Da kommt der Punkt Rechnungen 2 dazu. Also ich denke mal, wenn ihr jetzt 2 verschiedene Sparten habt und wollt das trennen, auch mit Logo, dann ist das vielleicht nicht schlecht. Oder als Rechnungskopie, dass jemand anders auch noch reinschauen kann. Und das ganz Zusatzmodul Plus ist die Registrierkasse.
Also wenn ihr das alles nutzt, habt ihr insgesamt 18 Module. Ich schalte jetzt aber auf Standard zurück, weil wir fangen ja von vorne an. Als erstes zeige ich euch das obere nur, also Stammdaten, das sind eure Daten, dann zum Beispiel von Kunden und solche Sachen, die könnt ihr da ändern. Dann habt ihr Dokumente, da ist der Schnellzugriff zu Angebot und Rechnung. Dann habt ihr hier auch die ganzen Shortcuts eben zu den anderen Sachen, Zeiterfassung zum Beispiel, ja, das nutze ich fast nicht. Hier sind zum Beispiel die Einstellungen zum Programm. Jetzt hoffe ich, das lädt jetzt. Ah ja, siehst du? Da sind wir schon in den Einstellungen. Gut. Müssen wir jetzt aber nicht zurück, erst ins Hauptmenü. So. Dann habt ihr auch Hilfe und hier ist die Sicherung. Die Sicherung, wenn ihr macht, die wird immer vorgeschlagen, wenn es ein Update kriegt für diese Software. Und hier auf der rechten Seite seht ihr hier die Umsatzübersicht. Was habt ihr zum Beispiel in diesem Jahr alles verdient? In welchem Monat? Wie viel waren die Gesamtbeiträge dann? Sehr hilfreich, um einen Überblick zu behalten. Hier oben sind eben diese Daten drin, die ihr schon am Anfang des Programms eingebt. So, und als erstes, bevor ihr hier anfängt, würde ich euch raten, in die Einstellung zu gehen. Weil hier seht ihr zum Beispiel Kopfzeile, da sind nämlich diese Daten drin, die ihr dann vorher auch schon eingegeben habt. Die braucht ihr hier nicht extra eingeben, die stehen dann hier meistens schon drin. Und wir sind hier schon gleich in der Logo- und Kopffußzeile gelandet. Also wenn ihr Logo drin habt, auf der linken Seite erscheint es oben rechts hier. Dann haben wir hier Kopfzeile, das ist halt diese Seite rechts. Dann habt ihr den Absender, der erscheint natürlich da oben. Wenn ihr die Briefe verschicken wollt, ist es hilfreich. Und in der Fußzeile hier ganz unten auf der Rechnung findet ihr die weiteren Daten, zum Beispiel eure Bankdaten. Meist ist auch hier was drin. Unter Leistungsdatum steht hier auch meist noch ein extra Text. Das kann man aber alles eingeben. Und wenn ihr jetzt eure Daten hier ändern wollt, das findet ihr natürlich unter Basiseinstellungen. Hier steht alles drin. Einfach ändern, speichern und dann wird es automatisch übernommen. So, also Logo, Kopf, Fußzeile waren wir schon, dann sind wir in die Texte. Da steht jetzt zum Beispiel drin, Kopftext. Vielen Dank für Ihren Auftrag, anbei die Rechnung unserer Leistungen. Das steht jetzt hier noch nicht drin, weil das anscheinend noch nicht gespeichert wurde. So, und hier können Sie auch noch auswählen, verschiedene. Seht ihr, hier können Sie es nämlich auch eigene Sätze anlegen. Also wenn ihr individuelle Rechnungen schreiben wollt, zum Beispiel Frau Meier kriegt hier herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Produkte. Der Herr Meier kriegt stattdessen Auftragsbestätigung. Das könnt ihr alles eintragen. Also wir machen jetzt einfach den Auftrag. Dann klickt ihr hier unten gleich auf Speichern. Und ihr seht es hier auf der Rechnungsseite, wird das hier automatisch eingetragen. Ist hilfreich. Hier könnt ihr auch den Text exportieren oder importieren. Also ist alles möglich hier. Dann haben wir hier den Haupttext. Der steht jetzt nicht drin, den brauchen wir jetzt auch nicht. Der wird hier irgendwo drin stehen. Dann haben wir einen extra Text. Der landet hier unten. Zahlungsziel 14 Tage. Da könnt ihr auch umändern. Zum Beispiel ist hier vorgegeben 14 Tages Konto und hier wird sogar automatisch das Konto ausgerechnet. Sehr hilfreich. Dann haben wir hier 30 Tage, dann haben wir hier einen neuen Extratext, Standard, was ihr reinschreibt und solche Scherze könnt ihr natürlich auch jederzeit neu anlegen. Dann haben wir hier einen Schlusstext. Da könnt ihr zum Beispiel, erscheint dann meistens hier unten noch, vielen Dank für Ihren Auftrag, wenn es nicht schon oben drin steht. Dann könnt ihr hier eine E-Mail eintragen. Hat jetzt bei mir anscheinend nicht geklappt, weil ich Hallo reingeschrieben habe. Speichern. Jetzt gucken wir mal. Gut. Steht jetzt nicht drin. Das kann aber jetzt auch an der Einstellung von dieser Rechnungsvorlage liegen. Weil wir haben auch hier oben, könnt ihr hier auch nochmal ändern. Was habt ihr jetzt? Zum Beispiel das Angebot oder Rechnung. Könnt ihr alles ändern. Okay, als nächstes kommen dann die Nummern. Ihr startet hier zum Beispiel normalerweise mit der Nummer 1. Hier fängt das Angebot mit der Nummer 5 an. Und als nächstes hättet ihr jetzt die Rechnungsnummer 142 von 2024. Und auch Kunde, Produkte und etc. Das könnt ihr einfach ändern, indem ihr hier dann das löscht oder 1 reinschreibt. Genauso wie ihr dann das Jahr einstellen könnt. Das ist dann meistens dann, einmal im Jahr stellt man das um und es passt dann wieder für die nächste Zeit. Hier Blog öffnen, so, da kann ich jetzt leider keine Auskunft darüber geben, weil das nutze ich selber nicht. Dann, wer Umsatzsteuer braucht oder angeben muss, hier ist auch drin. Das wird auch am Anfang angegeben, wenn Sie das Programm öffnet. Wo seid ihr denn? In welchem Land habt ihr Umsatzsteuer oder nicht? Hier bei uns sind es 19 und 7. Und wenn ihr Umsatzsteuer befreit seid, könnt ihr das sogar rausklicken. Und dann steht sogar der Text drin, Umsatzsteuerbefreiung. Also wird keine Umsatzsteuer berechnet. Ihr könnt dann hier die Preise nur eingeben, soll es jetzt erst netto anzeigen oder gleich brutto. Ist hilfreich auch für denen, die eben umsatzsteuerbefreit sind. Da ist ja netto gleich brutto. So, das können Sie hier alles einstellen. Dann haben wir hier auch das Schöne, da habe ich gestern rumprobiert, das Schöne mit den Vorlagen. Also ihr könnt hier Angebot, Rechnung ist das Hauptthema.
Thema und hier könnt ihr auswählen und hier habt ihr eine Menge an Sachen drin, die ihr auswählen könnt als Vorlage. Das ist der Wahnsinn. Ich muss jetzt nur mal schauen, welche war das, Vorlage gruppiert, genau, weil sonst finde ich es wieder nicht mehr. Wir können jetzt hier mal machen, Einnahme, Ausgabe. Dann müsst ihr es rechts ändern, das hier, dann seht ihr das hier. Da könnt ihr dann sehr viel ausprobieren. Dann haben wir hier zum Beispiel eine Umsatzsteuervoranmeldung. Ich zeige euch bloß ein paar Beispiele und das schaut aus. Das sind lauter Vorlagen, die ihr vielleicht mal selber anlegen wolltet und haut halt dann nicht hin. Oder wir haben hier sogar eine Bohnenliste. Da, schaut euch das an. Könnt ihr dann am Ende des Tages ausdrucken. Ist auch noch gar nicht schlecht, sowas. So, ich muss jetzt meins wieder suchen. Genau, da habe ich es wieder. Das, was mir gehört. So, dann könnt ihr natürlich hier auch eigene Vorlagen wählen. Hier unten Vorlagen filtern, nach was, importieren, exportieren, dann wieder speichern, alles mögliche. Hier ist es dann nochmal zum Anzeigen, wenn ihr bestimmte Server nutzt, eigenen Pfad für eure Vorlagen. Das könnt ihr alles auswählen. Das ist jetzt für mich persönlich uninteressant. Dann haben wir hier drin, was für Lizenzcode habt ihr, Lizenz-Upgrade, was gibt es für Versionen, was ist bei euch mit drin. Dann haben wir hier freie Felder. Da können Sie auch alles Mögliche anlegen, Datum und das erscheint dann hier drin. Dann haben wir hier die Konfiguration, Prompt 5 Tage hier, Zahlungsziel, wie soll das ausgerechnet werden. Da könnt ihr euch natürlich auch noch eine Anleitung holen von der Webseite. Dann haben wir hier Optionen drin, was gehört da rein, Datumsfilter zurücksetzen oder nicht, je nachdem, was ihr alles braucht. Heimatland, Funktionen gibt es alles Mögliche. Dann hier die Anrede können Sie ändern. Dann gibt es sogar Vorlage für Anrede. Persönliche Anrede, E-Mail kannst du mal ausschalten. Dann machen wir mal speichern. Da ist zum Beispiel jetzt drin geblieben, weil das wieder individuell ist, je Vorlage. Dann haben wir hier zum Beispiel auch für Mahnungen nochmal einen extra Punkt. Da könnt ihr hier auch nochmal eure individuellen Texte reinschreiben. Ich habe jetzt da nichts drin stehen, weil hier haben wir unter dem Punkt Mahnungen haben wir Zahlungserinnerung, erste Mahnung und letzte Mahnung. Können Sie alles anklicken. Ihr seht ja, wie sich der Text schon ändert. Also einmal anlegen und alles ist gut. Dann haben wir hier noch Einnahmen und Ausgaben. Das ist natürlich wichtig für die Buchhaltung. Man kann auch hier in diesem Programm sogar buchen. Habt sicher auch Möglichkeiten, Amazon mit rein einzubinden. Das waren jetzt die Basiseinstellungen. Ich komme jetzt aber nochmal schnell auf das Dokument auf die rechte Seite, weil hier oben sind ja auch noch Möglichkeiten, was einzustellen. Zum Beispiel, das sollte ja klar sein, Schnelldruck, Drucken, E-Mail, hier könnt ihr es als PDF speichern, hier könnt ihr eine Vorlage nehmen, hier könnt ihr es nochmal in andere Dateien speichern. Hier könnt ihr natürlich das Dokument kleiner machen und wieder größer. Hier zum Beispiel reinschreiben, wo ist gerade diese Rechnung oder wohin gehört diese Rechnung, könnt ihr sogar die Maps einbinden. Und hier seht ihr auch hier ganz oben, hier habt ihr immer Zugriff auch zu der Sicherung, Einstellung, Stammdaten. Also ihr kommt von jeder Position immer wieder zu euren Einstellungen, Stammdaten zurück. Dann habt ihr die Einstellung hinter euch, dann würde ich sagen, wir legen als erstes Kunden an. Braucht ihr ja. Hier seht ihr diese Kundenliste. Also so wie ihr hier diese Ansicht habt, da sind die meisten Dokumente genauso aufgebaut, selbsterklärend. Dann habt ihr gleich eine Übersicht und wisst, aha, bei den anderen Punkten schaut es genauso aus und ihr müsst jetzt immer hin und her wechseln und erst wieder überlegen, wie funktioniert es da und wie funktioniert es da. So, wir haben hier diese Übersicht. Ihr könnt es jetzt zum Beispiel hier anklicken, dann landet ihr in die Details. Ihr könnt aber auch direkt auf die Details gehen. So, dann habt ihr hier auf der linken Seite die ganzen Kunden, die schon da sind. Die könnt ihr natürlich auch auswählen. Dann könnt ihr hier oben neue Kunden anlegen, dann könnt ihr eure ganzen Daten einschreiben. Ihr könnt auch Kunden löschen, kopieren, einfach speichern. Dann könnt ihr hier zum Beispiel gleich zurückgehen auf Erstellen Angebot Rechnung an denjenigen. Hier oben kommt ihr wieder zurück ins Hauptmenü, genauso wie da. Dann haben wir hier eine Besonderheit bei den Kunden, wir haben hier nur Dokumenten. Also hier könnt ihr euch zum Beispiel anzeigen, wie viel hat euer Kunde, das ist übrigens der Ersteller von dieser Software, schon bei euch an Rechnungen, wie viel Umsatz hat er bei euch schon gemacht, hat er bezahlt, hat er nicht bezahlt, hat er noch was offen, das wird hier oben angezeigt. Häkchen bezahlt, Fragezeichen offen, hier kommt zur Mahnung und hier zeigt sich an, was wurde denn storniert bei dem schon. Was ist dann hier noch? Der Listendruck, hier könnt ihr euch die ganzen Kunden auf einmal ausdrucken lassen. So, dann geht es zurück ins Hauptmenü. Dasselbe ist dann mit den Produkte, die müsst ihr euch natürlich auch noch anlegen. Witzigerweise finde ich hier diesen Punkt Entgelt für Parkplatzbenutzung
Also klickt ihr da drauf, landet ihr wieder in die Details, die könnt ihr natürlich hier auch wieder anwählen. Dann klickt ihr einfach drauf, was habt ihr denn jetzt schon für Produkte? Ihr könnt auch einfach wieder welche neu anlegen. Dann haben wir hier auch den Listendruck, damit ihr auch wisst, was bietet ihr denn eigentlich an. Könnt ihr euch ausdrucken, könnt ihr abheften, könnt ihr aber auch am Computer lassen. So, dann gehen wir zurück, dann habt ihr das erledigt. Eine Reports, Berichte, Auswertung ist natürlich noch nichts drin, weil ihr habt ja noch nichts verkauft. Oder es ist nichts offen, das kann ich euch aber hier nicht genau erklären. Das nutze ich auch selten. Hier können wir aber auch hier reinschreiben, Import, wenn ihr schon was abgespeichert habt. Go zum Drucken und hier können ihr dann auswählen, was habt ihr denn? Zum Beispiel Kassenbo-Liste. Okay, da ist jetzt nichts drin. Und dann könnt ihr reinschreiben, von wann bis wann. Also da wir ja jetzt nichts gemacht haben, sondern nur die Beispiele drin sind, steht da jetzt auch nichts. Als nächstes würde ich jetzt drauf gehen, entweder Angebot oder Rechnung. Ich glaube, wir machen jetzt Angebote zuerst. So. Ihr seht die Ansicht, das ist dasselbe wie bei den Kundenstammdaten und die Produkte. Es gleicht sich immer. Hier habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit zu kennzeichnen. Wurde jetzt dieses Angebot schon erledigt, einfach draufklicken. Dann könnt ihr es aber jederzeit auch wieder ändern. Dann Korrektur machen. Ihr könnt es löschen, per E-Mail ausdrucken, E-Mail umwandeln, kopieren, in ein Angebot Rechnung, stornieren. Dann klickt ihr hier einfach wieder drauf, dann seid ihr wieder in den Details drin. Hier könnt ihr dann auch gleich wieder ändern, wer kriegt jetzt ein Angebot. Einfach doppelklick, dann ist er drin. So, dann speichern und dann könnt ihr hier auch wieder eingeben. Produkt könnt ihr zum Beispiel auswählen. Machen wir hier einmal Farbe, dann nochmal Farbe Blau. Einfach draufklicken, das sind die Produkte, die ihr vorher angelegt habt. Ihr könnt aber auch individuell hier auf der linken Seite neue Produkte anlegen, welche dazu machen, zum Beispiel Rot-Grün. So, Menge 1, neu. Rot-Grün, also ihr habt jetzt praktisch dieses Angebot neu hinzugefügt, Rot-Grün. Dann könnt ihr aber dieses auch wieder löschen. Warum jetzt da was drin ist, weiß ich nicht. So, dann gehe ich jetzt wieder auf den Eimer. So, dann könnt ihr jetzt zum Beispiel auch einsortieren, welche Hauptgruppen das sind. Dann Text bearbeiten, die Einheit, den Preis, die Umsatzsteuer, einen Rabatt geben. Wenn ihr das jetzt da eingefügt habt, hier die Farbe Weiß, Farbe Blau, könnt ihr auch die ändern. Das Farbe Blau oben steht, Farbe Weiß unten, je nachdem, was ihr für Rabatt gibt. Und da ist eben dieses dazu. Dann neu anlegen, dann könnt ihr es auch rauslöschen, was ihr nicht braucht und natürlich speichern. Hier oben könnt ihr dann auch wieder Texte ändern, Kommentare hinzufügen, speichern. Hier als PDF eben speichern oder eben auch gleich wieder ausdrucken, wie bisher. Eine Vorschau habt ihr drin, wie schaut das Angebot jetzt aus. Und hier seht ihr auch gleich, was für Angebote habt ihr schon bis jetzt geschrieben, an wen. Da könnt ihr auch hier die auswählen und nachschauen. Was habt ihr jetzt für Angebote verschickt? Geht auch. So, Übersicht, erledigt, storniert für euch als Hilfe. So, dann haben wir das Angebot erstellt, dann gehen wir halt in die Rechnungen rein. Hier ist die Sicht genauso wie von den Angebote. Ihr braucht bloß draufklicken, sonst seid ihr sofort in dieser Rechnung drin. Oder ihr geht direkt in die Details und dann könnt ihr euch die Vorschau auch nochmal anschauen, wie es ausschaut. Und was habt ihr denn schon alles für Rechnungen geschrieben? Dann ist die Übersicht. Hier könnt ihr dann links die neuen anlegen. Hier könnt ihr es wieder markieren. Offen, erledigt, Storno, dann kopieren, wieder per E-Mail, schicken, PDF. Also hat er mehrere Rechnungen offen und ihr wollt sie zusammenfassen oder beziehungsweise dann buchen. Könnt ihr hier auf Zahlung klicken, dann landet ihr hier im Buchungssystem für euch persönlich. Hier, wo gehört es hin? Der hat einen Beitrag, da Kasse 0, dann kann man zum Beispiel, es sollten nur Beträge gebucht werden, trotzdem buchen, nein. So, wenn ich jetzt da drauf klicke, da steht da, es sollten nur Beträge gebucht werden. Also wie gesagt, ich bin jetzt keine Buchhaltungskraft, für mich ist das jetzt ein bisschen Neuland da. Gibt halt einen Warnhinweis, wenn ihr das machen wollt. Also ihr müsst es praktisch, hier hat er jetzt gebucht einfach. Das können Sie natürlich auch rauslöschen. So, gut, ihr klickt es jetzt an, dann macht er Buchen. Nein. Gebühr? Nein. Skonto? Nein. Also weil ich es ausgewählt habe. Da können Sie das dann auch ausdrucken, die Zahlung, damit Sie auch einen Nachweis habt. Ihr könnt es auch einfach zumachen. Dann habt ihr eine Schlussrechnung zum Beispiel. Schlussrechnung von den Namen, Beschreibung. Was hat er denn alles gemacht? Und hier steht dann nochmal die Beschreibung, was ihr damit alles machen könnt. Und hier steht da, Sie können die ganzen Rechnungen übernehmen, Fragezeichen, Schlussrechnung. Dann einfach O klicken und dann einfach hier speichern und schon geht es auf die Schlussrechnung. Also habt ihr hier auch neben der Rechnung gleich die Schlussrechnung mit drin, damit er weiß, woran er liegt, damit der Kunde sieht, woran er ist
Und hier wird dann unten noch drauf geschrieben, hier, Sie haben noch minus 6.477 offen. Wird halt als Minus eingetragen. Gut, dann machen wir jetzt wieder Übersicht. Genau, da haben wir hier offen eingetragen, weil das als Schlussrechnung drin steht. Man kann es jetzt auch wieder anklicken und man kann es jetzt auch wieder da, halt, eins zu viel, man kann es dann hier auch wieder leicht herauslöschen. Ja, dann können Sie hier auch die Umsatzsteuer korrigieren. Dann macht sie halt nochmal doppelt rein. Ich habe das jetzt praktisch storniert, weil ihr die Umsatzsteuer hier korrigiert habt. Deswegen schreibt es jetzt hier die erste Rechnung als Storner an und die zweite kommt mit A daher. So, also wie gesagt habt, ich kann jetzt nicht näher drauf eingehen. Wie gesagt habt, ich zeige euch eben diese Software, was ist da alles vorhanden und hier könnt ihr zum Beispiel auch sortieren nach Datum. So, dann habt ihr das jetzt erledigt. Das war jetzt einfach die Standardversion. Wenn ihr in der Premium seid, kommen Briefe dazu. Gutschriften machen wir. Es kommt ja mal vor, dass es mal Gutschrift gibt. So, Vorlage gab es jetzt nicht, gab es nur diese. Auch wieder anklicken, in den Details, hier wieder alles ändern. Und hier schaut die Vorschau aus. Ich geht es jetzt nicht, weil die Vorlage spinnt. Also wie gesagt, ist immer diese Ansicht immer gleich. Ihr könnt es immer überall draufgreifen. So, jetzt haben wir hier die Lieferscheine. Da läuft es genauso ab wieder. Übersicht, Details, Vorschau. Erledigt, Storno, Provision, da könntest du sogar noch Provision dazu machen. Wer kriegt was? Und dann steht es dann da unten drin, wer davon die Provision kriegt. Das sind aber Sachen, wo ich sagen würde, schaut nochmal in die Anleitung rein, wie funktioniert das jetzt genau. Und wenn ihr es wieder draufklickt, landet ihr wieder in den Details und könnt wieder alles Mögliche anpassen, genauso die Vorschau. So. Auftragsbestätigungen laufen genauso ab wie alles andere. Draufklicken, drin, ändern. Übersicht, Hauptmenü, Vorschau. So, dann haben wir noch einen Punkt, Briefe. Das ist was ganz Neues. Das ist jetzt mein Beispielbrief. Ich klicke jetzt zum Beispiel die Easy Firma an, dann tue ich den rein, Brief, schöne Grüße. Dann kann ich jetzt da drunter schreiben, was mir jetzt gerade einfällt. Zum Beispiel, man weist denjenigen hin, zum Beispiel auf ein Angebot. Das zu Ostern jetzt zum Beispiel die 10 Eimer in Blau jetzt statt 10 Euro halt 5 Euro kosten. Und dann weist man darauf hin und kann ihm diesen Brief schicken. Ihr braucht euch also praktisch nicht mehr im Word-Dokument euch selber dann was zusammenschreiben. Das ist hier dann viel einfacher, denn ihr könnt hier ganz einfach mit einem Klick eure Kunden da reinmachen. Und dann könnt ihr, wenn ihr Zeit habt an diesem Tag, könnt ihr dann gleich die ganzen Kunden durchdrucken und dann habt ihr gleich 19 Briefe auf einmal. Ohne dass ihr wieder extra händisch diese Adresse ändern müsst. Das ist der Vorteil daran. Und hier könnt ihr natürlich auch wieder vorschauen. Und was habt ihr denn schon alles geschrieben? An wen? Das war jetzt dieses Premium-Modul. Dann gehen wir auf Ultimate. Dann haben wir hier drin neu Bestellungen, Wareneingang, Aufträge, Ausgaben, Verträge und Mahnungspunkt extra. Wir gehen hier mal in die Bestellungen rein. Und hier seht ihr, das Prinzip ist wieder dasselbe. Hier habt ihr eine Auflistung, hier könnt ihr alles Mögliche wieder anklicken. Hier könnt ihr sogar eingeben wieder Provision. Hier kommt ihr mit Doppelklick entweder in die Details oder direkt über die Details. Dann habt ihr die Vorschau wieder drin von eurer Bestellungsschrift. Hier habt ihr wieder alles zum Auswählen, ganz individuell. Dann schauen wir uns den Wareneingang an. Hier seht ihr auch wieder dasselbe Prinzip. Übersicht, Details, Vorschau. Doppelklick und schon habt ihr es hier in Sicht. Hier schaut ihr rein, Wareneingang. Dann könnt ihr anklicken, okay. Ja, bestehenden Kunden. Von dem habe ich jetzt Farbe weiß Eimer bekommen. Und dann kann ich hier Produkt ändern. Hier steht drin, er hat 10 Eimer gekriegt. Dann kann man das ändern. Sagen wir, wir haben 15 Eimer gekriegt, speichern es und schon haben wir hier 15 Eimer. Klickt ihr das an, dazu, das dazu. So, dann habt ihr eine Übersicht, was hat er gebracht alles zu euch. Können Sie natürlich alles auch löschen, je nachdem und hinzufügen, Texte hinzufügen, Kommentare wie oder was. Dann können Sie hier auch schauen, welche Name hat jetzt dieser Wareneingang. Bei uns ist es jetzt die Nummer 1. Dann können Sie hier auch in die Vorschau schauen und je nachdem können Sie es ausdrucken. Hier steht nämlich zum Beispiel auch dort Lieferanteninfo, was für Telefonnummer hat er denn oder E-Mail. So, zurück, Hauptmenü. Hier kommen dann so die Aufträge, also besonders interessant für Handwerker, Dienstleister, eben diese Aufträge annehmen und die auch irgendwann erledigen müssen. Und hier habt ihr eine Übersicht, was ist noch zu erledigen, was ist schon erledigt worden. Ganz wichtig, ihr könnt hier dann natürlich auch wieder draufklicken und hier eure Daten ändern, je nachdem, was ihr braucht.
So, Vorschau schaut dann so aus, ihr könnt es eben auch ausdrucken. So, unsere Übersicht finde ich gar nicht mal so schlecht, denn auch ich als Produktvorsteller, Produkttester habe ab und zu mal Aufträge, zum Beispiel für einen Blog, einen Testbericht schreiben. Und damit ich dann nochmal weiß, wann habe ich was gekriegt, wann muss ich das fertig haben. Bei Produkttests meistens nach 2 bis 4 Wochen wollen sie ja gerne Bewertung haben dazu, was man dazu sagt. Und dazu ist das hier gut, dass man eben, wenn man doch mal sehr viele Pakete bekommt, weil zum Beispiel man war im Urlaub, dass man den Überblick nicht verliert. Was kam zuerst, was als nächstes. Und das kann man hier eintragen, nämlich hier auch unter Neu. Und da würde ich jetzt unterschreiben, zum Beispiel Testportal, was haben wir denn für eins? TNT, wäre zum Beispiel was. Also individuell einsetzbar. Wir haben dann auch noch was, so, dann haben wir hier den Punkt Mahnungen. Das ist wieder dasselbe Prinzip. Übersicht, Details, Vorschau anklicken, habt ihr dann die Übersicht und hier könnt ihr zum Beispiel auch auswählen, was ist es denn jetzt hier für Mahnung und hier könnt ihr das auch ausdrucken und erinnern. Mahnung zum Beispiel, Zahlungserinnerung, erste Mahnung, letzte Mahnung. So, und dann können Sie das zum Beispiel speichern. Und wieder anklicken. Und ihr seht jetzt zum Beispiel hier, Mahnung 1, Mahnkosten 85 €. Weil ihr habt es jetzt ausgewählt als Mahnung 2. Dann machst du wieder rein, wenn das nicht der Fall ist. Machen wir mal, sagen wir mal, wir haben nur eine Zahlungserinnerung. Speichern. Dann steht es hier gleich drin, was es ist für eine Mahnung. Erste Mahnung, letzte Mahnung, Zahlungserinnerung. So, und dann können Sie hier natürlich auch wieder anklicken, hat sich erledigt oder hat sich nicht erledigt. Und Umsatzsteuerkorrekturen, dann können Sie hier die Bestellung anschauen. Auf was bezieht sich diese Mahnung nämlich? Auf Bestellung dieser. Und so schaut es dann aus wieder als Erinnerung. Und hier seht ihr auch wieder Auflistung, wo sind jetzt überall noch Mahnungen, Zahlungserinnerungen offen. So, Hauptmenü. Dann haben wir den Punkt Ausgaben, Einnahmen und Ausgaben, also für Buchhaltung. Wenn es ein größeres Unternehmen hat, für die Buchungen, also als Kleinunternehmer fällt man da oft nicht rein und hier könnt ihr eure ganze Buchungen überblicken. Ihr könnt zum Beispiel welche dazu machen, hier zum Beispiel dazu, dann schreibt ihr einen Beleg dazu, was ist das als Vorlage, nehmt ihr das, aber wie gesagt, das ist so ein Punkt, der ist für mich jetzt persönlich noch uninteressant. Und dann können Sie hier zum Beispiel anklicken, welche Einnahmen habt ihr denn von 1.1. bis 31.12. gehabt. Diese Auflistung erscheint hier. Da erscheint dann die Forderung schon in der Einnahmenübersicht. Man kann jetzt hier, schauen wir mal, was passiert. Okay, gibt es bloß eine. Buchung, es ist nicht gebucht worden. So, Einnahmen. Dann haben wir hier die Konten. Um was geht's denn hier? Ist es Umsatzsteuer 19? Was für Forderungen haben wir denn? Da schaut es her. Forderung aus Lieferung und Leistung soll, das heißt nicht Leitung. Ah, schaut's her. Habe ich schon einen Fehler gefunden. Dann hier könnt ihr auch Excel-Dateien exportieren. Dann habt ihr hier auch eine Vorschau. Wie schaut das aus? Hier soll haben, wo gehört das hin? Gebucht. Also für Buchhaltungskräfte interessant. Wir können hier nochmal anklicken, Einnahmen, Ausgaben. Ah, da erscheint jetzt nichts. Was ist jetzt das? Haha. So, und dann klicke ich das an. Geht jetzt nicht. Ha. So, die Konten. Wo gehört es hin? Auf die Konten haben oder soll? Das wird eben da angezeigt. Dann haben wir hier einen Report. Für Ende des Jahres natürlich interessant, wo haben wir jetzt Einnahmen und Ausgaben gehabt zum Ausdrucken. Hier könnt ihr dann anzeigen lassen, hier die Charts von den Einnahmen. Wie viele Einnahmen hatte ich, wie viele Ausgaben, Gewinn. Nehmen wir den Gewinn weg, haben wir diese Einnahmen gehabt. Und da wir keine Ausgaben hatten, ist alles gleich. Einnahmen gleich Gewinn. So, Privot, das wird hier direkt angezeigt als Konten buchen. Normalerweise kann man die Konten dann auch irgendwie einstellen. Normalerweise kann man die Konten dann auch anlegen. Aber ich denke mal, bei Einnahmen, Ausgaben wird halt einfach nur geschaut, was es soll und haben. Also für diejenigen, die buchen müssen, interessant. Zu dem Thema. So, und dann haben wir jetzt noch diesen Punkt Verträge. Selbe Prinzip wieder. Wir haben aber hier einen Punkt Verrechnung, also Verträge. Wir klicken da Doppelklick, dann zeigt es euch, mit wem haben wir denn jetzt einen Vertrag. Und um welche Produkte geht es denn, wo wir einen Vertrag haben? Kooperationsverträge zum Beispiel, als Influencer. So, okay, da ist nichts drin, gut, speichern wir nicht. Dann haben wir eine Verrechnung. Da steht zum Beispiel jetzt dann drin, einen Moment, wir haben jetzt gesagt, wir haben jetzt praktisch diesen Vertrag drin. Wir verrechnen das da immer am Monatsbeginn. Jetzt haben wir den 19.03., also wird es jetzt gerade nicht verrechnet. Dann haben wir hier Verrechnen, können wir draufklicken, landet man da. Dann kann man halt anschauen, sind jetzt eigentlich Rechnungen und Angebote da schon vorhanden. Also bei uns ist nichts.
Und das erscheint dann hier und dann könnt ihr es kalkulieren. Für mich persönlich uninteressant. Dann haben wir ein Update, Preise, kann man Preise updaten. Passiert jetzt nichts, weil nichts drin steht. Also das war es jetzt mit Standard, Premium und Ultimate. Dann habt ihr hier als Zusatzmodul Plus die Rechnungen 2. Ist von Vorteil, wenn ihr sagt, ich habe 2 verschiedene Leistungen, die ich anbiete, möchte die gesondert ausweisen. Dann sage ich mal, wir gehen auf die ABC. So, ihr habt als Produkt zum Beispiel Farbe weiß-blau. Rechnet das schon ab, so, und dann heißt ja gut, es gibt aber noch Zusatzleistungen oder Zusatzkosten, zum Beispiel diese Entgelt für Parkplatzbenutzung. Und das wollt ihr extra abgerechnet haben, dann ist es hilfreich, weil hier steht zum Beispiel auch der Hinweis RK2. Und dann seht ihr zum Beispiel, wenn es derselbe Empfänger ist von der Rechnung, schaut's her, das ist das Datum 19.03. Wir haben da 2 Rechnungen bei R, einmal die Rechnung 1, einmal die Rechnung 2. Das eine ist für Material, das andere ist für die Zusatzleistungen. Ist nicht schlecht, oder man macht halt einfach, wenn man nur das normale Modul hat, einfach eine neue Rechnung. So, dann haben wir den schönen Punkt Registrierkasse. Dann haben wir noch jetzt das Punkt Registrierkasse. Also der darf erst benutzt werden, wenn ihr das wirklich die Lizenz dafür habt, davor nicht. Das ist nur der Testmodus, um es auszuprobieren. Funktioniert das? Und weil es ja Registrierkasse heißt, digitale, denke ich mir mal, wird es dann an die Kasse mit eingebunden. Hier steht zum Beispiel Registrierkasse in Betrieb nehmen. Und da muss man hier eine Verknüpfung erstellen. Seht ihr, Modul gibt es nicht. Dann funktioniert die ganze Sache erst. Und dann können Sie hier den Startbeleg starten, hier Belegnummer sowieso und dann hier starten. Und dann kommt die Daten hier rein. Dann können Sie jetzt zum Beispiel hier dann noch Punkte dazu buchen. Zum Beispiel, ihr habt eine Einlage gehabt, ihr habt eine Entnahme gehabt, ihr habt Ausgaben gehabt. Dann wird das alles darüber erstellt und hier macht es einen Import. Und hier habt ihr zum Beispiel, könnt ihr hier auch eine Rechnung erstellen. Funktioniert aber jetzt gerade nicht, weil es ja nicht im Betrieb ist. Dann habt ihr hier die ganzen Dokumente, die dazugehören, BMF, RKSV. Dann könnt ihr euch hier eben diese Details anschauen. Dann kannst du zum Beispiel im Barcode-Modus anklicken. Dann habt ihr zum Beispiel Touch-Symbole auf eurem Gerät. Sind hier auch drin. Hier seht ihr Farbe Blau zum Beispiel. Da habe ich jetzt draufgeklickt, warten auf Parameterwerte. So, passiert jetzt natürlich nichts, weil ich ja keine Registrierkasse habe. Wir können jetzt im Barcode-Modus machen. Nee, geht nicht. Sondern dann habt ihr hier auch die Berichte dann drin. Was ist da alles passiert? Also das war jetzt ein längeres Video, weil ich wollte euch ja die einzelnen Punkte alles zeigen. Von den Ansichten wiederholt sich viel. Es gibt Sachen, die sind jetzt zum Beispiel für mich persönlich nicht interessant, für den anderen wieder, damit er sich die Arbeit leichter macht. Es ist ein gutes, hilfreiches Programm. Auch wenn ihr Kleinunternehmer seid und scheut Excel und solche Sachen, hier habt ihr alles auf einen Blick. Ihr könnt es ausdrucken, ihr könnt PDFs umwandeln, ihr könnt es verschicken. Ihr habt eben diese Übersicht, ja, was hatte ich denn jetzt für Einnahmen? Was war der Gesamtumsatz? Wenn zum Beispiel es auch jetzt Probleme mit diesem Programm gibt, hier unten gibt es noch dieses Support und die antworten schnell, weil ich hatte jetzt zum Beispiel letztes Mal Probleme mit der Lizenz und die antworten und hier könnten Sie zum Beispiel auch eine Fernwartung kannst du starten lassen, damit Sie sich das anschauen können, wo ist jetzt das Problem in diesem Programm. Egal, ob es jetzt nur ein einzelnes Modul ist oder mit dem Programm insgesamt, ihr könnt da jederzeit Kontakt aufnehmen und das funktioniert tadellos. Also ich bin davon begeistert, ich nutze das immer gerne, diese Rechnungssoftware, und jetzt gibt es halt in der Version Nummer 3. Und was mir gerade noch aufgefallen ist, ihr könnt es hier auch noch einstellen, in klein, mittel und groß. Für die, die gut sehen können, klein, dann mittel und dann groß. Also bei meinem Bildschirm ist es natürlich riesig. Ich bleibe jetzt auf mittel. So, und dann, wenn Sie hier unten draufklickt, kommt sie nämlich direkt in die Rechnungssoftware, ne? Cool, ne? Und dann steht dort 30 Tage kostenlos testen und hier steht eben garantiert ohne Folgekosten oder teure Abos. Also ihr kauft euch das und dann ist es gut. Ihr braucht da keine Abos bezahlen. Einmalig ausgeben und gut ist. Und hier stehen auch noch drin, warum sollte man dieses Programm wählen. Also ich bin nach wie vor begeistert davon. Ein kleines, hilfreiches Programm für mich. So brauche ich jetzt nicht extra lange rumtun mit den anderen Programmen wie Word oder Excel, dass ich mir das selber erstelle, und dann muss ich aber von Hand immer alle Kundenadressen eingeben und das hilft euch, einen Überblick zu behalten. Das war jetzt meine Produktvorstellung von den Easy Firma 3. Wenn ihr Interesse habt, schaut euch das einfach mal an. Vielleicht holt sich euch das. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder in eins von meinen Videos reinschaut. Bis demnächst, eure Petra.